Es gibt dann auch Bilder, die bestehen aus eigentlich in Wirklichkeit 20 Bildern. Ich glaube auch, dass sich viele gar nicht vorstellen können, erstens mal, warum das so teuer ist alles und in welchen Größenordnungen und welchen Kunden man da auch spricht. Gerade bei diesem 3D-Modell jetzt eines Models, das sich halt bewusst dafür entscheidet, das zu verkaufen. 2 Megapixel, der Podcast mit Luise Blumstengel und Jules Essig. Bevor es jetzt richtig losgeht und Antje uns hier schöne Insights gibt, es folgen auch noch Zahlen, bleibt unbedingt dran, kommt noch der Sponsor unserer heutigen Folge und das ist Lexa. Lexa macht Speicherkarten, USB-Sticks, SSD-Festplatten und Kartenleser. Ja, alles, was mit Speichern zu tun hat. Und da muss man auch sagen, jeder Fotograf, jede Fotografin braucht SD-Karten, Festplatten und so weiter. Dementsprechend kommen wir nicht drum rum. Und ich kann auf jeden Fall sagen, ich arbeite seit Jahren mit Lexa SD-Karten. Gibt es einen speziellen Grund, warum du Lexa benutzt? Ich habe das vor ein paar Jahren einfach mal verglichen, mehrere Marken, und am Ende bin ich da rausgekommen und muss sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis hat gepasst und dementsprechend auch lange vor unserer Podcast-Aufzeichnung habe ich mich dafür entschieden, genau. Lange vorher und die letzten Folgen alle sehr mit Bravour bestanden. Mit Bravour bestanden. Ich habe ja nur 128 Gigabyte SD-Karten. Wir haben aber vorhin auch nochmal die Webseite abgecheckt und gesehen, es gibt einfach auch 1 Terabyte SD-Karten. Wahrscheinlich für so lange Interviews gar nicht verkehrt, wenn man das irgendwie in 8K dreht oder keine Ahnung. Aber du benutzt nur 64 Gigabyte, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, weil du sagst, ich benutze nur 128 Gigabyte Karten. Ja. Ich benutze nur 64 Gigabyte Karten. Aus dem Grund, dass sie einfach öfter getauscht werden dann während des Shoots. Und ich einfach weniger Risiko habe, Daten zu verlieren, wenn mal eine Karte verloren geht oder man irgendwie sie verliert oder so im ins Sand. Wasser schmeißt und dann nicht wieder wieder ins Wasser fällt. Einfach, dass ich nicht so viele Daten auf einer Karte habe. Deswegen sind meine Karten immer etwas kleiner und natürlich auch preiswerter dann. Aber ja, 1 Terabyte hat mich auch schockiert, aber positiv natürlich. Ja. Genau, gut. Danke an Lexa. Wir Dank. Freuen uns sehr und es geht weiter mit der Folge. Hallo. Hallo. Hi. Heute sind wir hier nicht nur zu zweit, sondern das erste Mal zu dritt. Wir haben unsere erste Gästin, wie ich von Jules gelernt habe in der Folge davor. Es ist nicht Gast, es ist Gästin. Und wir haben hier die liebe Antje und ich glaube, es ist am schlausten, wenn Jules, du einmal sagst, wer Antje eigentlich ist. Antje, wie lange kennen wir uns schon? Schon ein paar Jahre. Aber genau weiß ich es nicht. Ich erinnere mich noch, dass du mich auf der Update, als wir uns das erste Mal in echt gesehen haben, nicht mehr erkannt hast oder nicht erkannt hast. Aber das lag an Corona. Wir hatten halt vorher immer nur Videocalls. Ja. Und es ist noch was anderes, wenn man sich dann live sieht. Ja. Also die liebe Antje, wir haben uns jetzt gerade schon beim Mittagessen ein bisschen kennengelernt, alle. Antje Lindenberg, Hamburg, vor kurzem Geschäftsführerin und Managing-Partnerin von Recom Hamburg. Recom Hamburg ist eine Postproduktionsbude, wie ich das immer schön so nenne, Postproduktionsfirma. Ihr macht Foto, Film, CGI, KI, kommen wir später auch noch dazu. Und das machst du jetzt seit Anfang des Jahres grob? Bei Recom, ja. Bei Recom, genau. Wir kennen uns seit Corona, ungefähr Anfang Corona. Ich habe die ersten großen Autojobs mit dir als Leitung deines Teams quasi gemacht. Haben sehr viele Calls hinter uns gehabt. Daher kennen wir uns, haben uns letztes Jahr erst persönlich kennengelernt. Und da habe ich dich auch... Letztes oder vorletztes? Nein, dieses Jahr... Ich glaube, letztes Jahr auf der Update haben wir uns kennengelernt. Dieses Jahr habe ich dich dann gefragt, ob du Lust hättest, bei unserem Podcast Gästin zu sein. Und jetzt sitzt du hier und bist unsere erste Dass Gästin. Ich die Erste bin, hattet ihr verschwiegen. Ja. Das erhöht so ein bisschen den Leistungsdruck, aber ich freue mich sehr. Ja. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Auch danke, dass du da bist. Ja. Das Thema, das ist, was mir immer passiert, dass ich immer denke, die Zuschauer wissen noch das Thema noch nicht und stelle es dann vor, aber man sieht ja schon am Titel des Spotify, wo man draufklickt, was der Titel ist. Also Postproduktion und KI haben wir heute als Thema. Wir wollen natürlich über Zahlen sprechen, wir wollen über die Zukunft sprechen. Wir möchten wissen, warum man mehrere tausend Euro für die Posts eines Fotos ausgibt. Also ich habe viele Fragen. Aber ich glaube, es ist am schlausten, wir starten erstmal damit,
wie du da hingekommen bist, weil so ein Weg verrät ja auch schon immer einiges und ich meine, es ist ja jetzt auch nicht der klassische Job in dem Sinne. Wieso bist du da, wo du bist? Ja, das stimmt. Nee, klassisch ist das nicht, aber tatsächlich jeder, der so ein bisschen in der Branche unterwegs ist, hat ja früher oder später mit dem Thema Nachbearbeitung zu tun. Viele lösen das dann für sich selbst. Ich glaube, bei dir ist das so. Mhm. Aber manches lässt sich auch nicht alleine lösen. Und da kommt dann spätestens eine Post ins Spiel. Und als ich früher auf Agenturseite gearbeitet habe, war das immer für mich der schönste Teil. Mhm. Also wenn es dann in die Post ging, ich habe Shootings mitorganisiert für 500.000 oder so. Und das war auch alles spannend, weil ich für große Kunden gearbeitet habe. Das hat mir auch viel vermittelt, so von dem ich heute noch zehre. Mhm. Aber der coolste Part war dann immer, wenn dann die Magie passiert. Wenn dann aus all diesen Sachen irgendwie ein cooles Bild wird und die Kampagnenidee, die man schon seit Monaten mit sich rumträgt und versucht umzusetzen, wenn die dann Gestalt annimmt. Mhm. Und normalerweise ist das unüblich, dass Etatdirektoren mit in die Post gehen. Das macht eigentlich der Artdirektor oder der CD. Und ich habe mich immer mit reingesneakt. Man muss vielleicht kurz dazu sagen, du hast nie an Photoshop gesessen. Also Nö. wenn du jetzt davon sprichst, mit der Post mit reingekommen, dann heißt das nicht, dass du am Rechner saßt und Photoshop bedient hast, sondern du hast ein Team unter dir gehabt, was das dann gemacht hat. Und das ist auch jetzt bei Recom so. Du bist eher in der leitenden Position und hast unter dir ein Team von Post-Producern, wie nennt man das in eurem Fachjargon? Nee, also Post-Producer wäre noch am ehesten das, was dann doch auf mich zutrifft, weil ich die Projekte ja auch organisiere und die Timings mache und die Angebote schreibe und so. Aber ich bin nicht die das am Ende umsetzt. Das machen dann die Artists. Und da gibt es dann 2D-Artists oder 3D-Artists. Ihr nennt die auch Artists dann, richtig? Ja, cool. Genau, Artist oder Operator, das sind dann so die Berufsbezeichnungen. Und das habe ich nie gelernt. Nee, das kann ich nicht. Aber ich bin mutig genug, um dann trotzdem zu sagen, wie es abzulaufen hat. Nein. Ja. Also ich bin einfach immer wieder fasziniert von den Möglichkeiten. Und das war ich damals auch schon. Und wie gesagt, wenn es dann darum ging, dass das Shooting im Kasten war, die Bilder werden zur Nachbearbeitung an ein Posthaus weitergegeben. Und wenn ich die Möglichkeit hatte, damit hinzugehen, dann bin ich immer mitgefahren. Und ganz oft habe ich fragende Blicke geerntet. Was macht sie hier? Weil ich hatte wirklich gar keine Entscheidungsgewalt. Ich war weder die Kreation noch irgendwer. Ich hab's nur gefeiert. Und und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass der Teil mir so viel Spaß macht, dass ich gerne beruflich dahin möchte. Und habe dann bei einem Posthaus, mit dem wir damals auch viel zusammengearbeitet haben, einfach immer wieder endlose Mittagspausen damit verbracht, denen zu erzählen, wie gerne ich bei denen arbeiten würde. Und irgendwann sind sie eingeknickt. Und das war dann mein Karrierestart in der Post. Das war vor knapp 10 Jahren, hast du gesagt? Ja. Ne? Also bist jetzt auch schon eine Weile dabei. Ja. Und seit diesem Jahr bei Recom, oder? Ja, seit Ende Recom letzten Jahres sozusagen. Und seit diesem Jahr haben wir dann Recom Hamburg gegründet. Und jetzt habe ich quasi meine eigene kleine Postbude, wie du es nennst. Nennen viele so, glaube ich. Okay, darüber müssen wir noch Zu welcher reden. Postbude gehst du? Erzähl doch mal ganz kurz ein bisschen was zu Recom an sich. Also wie groß seid ihr? Was sind habt ihr Spezialgebiete? Ich weiß, dass ihr sehr viel Auto macht und auch sehr große Projekte natürlich. Kannst du da kurz ein bisschen Einblick geben? Genau, Recom ist eine Gruppe aus mehreren Posthäusern. Auch international. In Deutschland gibt es jetzt mit Hamburg 3. Also da gibt es Recom Stuttgart, Berlin und eben jetzt Hamburg. Es gibt aber auch noch Recom in New York, London, Paris, in Sofia. Und all diese Standorte sind eigene Firmen, aber werden innerhalb einer Gruppe, auch unter dem Dach einer Holding, mir fehlt das Wort, aber sie gehören alle zu einer Gruppe. Und eine Holding gehalten. Ja, eine Holding gehalten. Genau. Und jeder hat auch so ein bisschen, also alle machen Postproduktion, also Nachbearbeitung, aber jeder hat auch so ein bisschen ihr Spezialgebiet, beziehungsweise auch eigene Kunden und auch gewachsene Beziehungen, die dann eben sehr lokal teilweise auch sind. Aber wir arbeiten auch zusammen und helfen uns auch gegenseitig. Ja. Und das macht viel Spaß. Hast du ja vorher auch schon gemeint, Recom Stuttgart ist zum Beispiel eher auf Film spezialisiert? Nee, die machen beides. Also beides. In Recom Stuttgart ist das Mutterschiff. Da wurde Recom gegründet. Okay. Oh, wusste ich auch nicht. Und die haben
Ja, und die haben eine große 2D-Still-Abteilung sozusagen, das ist deren Kernkompetenz, und aber auch eine Abteilung für Film. Also Recom Film ist auch tatsächlich eine eigene Firma. Ja. Viele unserer Zuhörer wissen wahrscheinlich gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt, Postproduktionsfirmen. Was wir auch natürlich oft hören, ist so, machst du deine Post überhaupt noch selber? So, weil viele einfach auch, also meine Familie zum Beispiel inkludiert, können sich nicht vorstellen, dass ich als Fotograf meine Bilder gar nicht mehr selber bearbeite. So. Und ich kriege auch oft die Frage gestellt, warum nicht? Ja, weil du es nicht Warum kannst. eigentlich nicht? Ja, also ich glaube am Ende tatsächlich auch, ist das oft meine Antwort, dass es bis zu einem gewissen Punkt, kann ich das? So, ich habe irgendwie mit 16 Mal Photoshop so ein bisschen angeeignet mit Tutorials, aber das, was ihr mit Photoshop könnt, ist natürlich nochmal ein Vielfaches krasser als das, was ich drauf habe. So. Aber mach dich nicht schlechter, als du bist. Ich habe schon ein paar Mal gesehen, wie du in Photoshop agierst. Du hast noch nicht einen Post-Operator zugesehen, was da passiert. Habe ich tatsächlich nicht, aber ich glaube, man könnte gerade denken, du kannst zwar so eine Gradationskurve hin und her ziehen, aber nee, du könntest auch zur Not ein Bild selber retuschieren. Ja, aber ich habe schon Projekte mit Antje umgesetzt, keine Chance. Ja, können wir vielleicht dann auch nochmal drauf zu sprechen kommen, das Hyundai? Hyundai. Und Hyundai. ich habe gerade als ich ausgesprochen habe, dachte ich mir schon, so ist bestimmt nicht richtig. Ja, die letzte Kampagne, die haben wir auch schon mit Recom zusammen gemacht. Auch Hamburg war das auch, ne? Nein. War das Berlin? Recom Muss. Berlin? Ja, muss. Also du hast damit nichts zu tun gehabt. Nein. Aber kann ich ganz kurz noch sagen, wenn man Recom nicht kennt, und ich kannte es vorher auch nicht, muss ich zugeben, auf der Webseite findet man sehr, sehr viele riesengroße Projekte. Ja. Und ich glaube, also wenn du das noch nicht getan hast, du Zuhörer oder Zuhörerin, einfach mal nebenbei die Website aufmachen. Da wird, glaube ich, ganz gut klar, in welcher Größenordnung ihr Projekte umsetzt. Und genau. Was mich und dich wahrscheinlich auch interessiert, du noch nie da mit Berührungspunkte hattest, wäre so, und wahrscheinlich auch viele unserer ZuhörerInnen, die Größenordnung von den Projekten, von denen wir da sprechen. Also du hast vorher schon mal kurz angeteasert, das teuerste Bild, was jemals in der Post bei dir gelandet ist. Und ich glaube auch, dass sich viele gar nicht vorstellen können, erstens mal, warum das so teuer ist alles, und in welchen Größenordnungen und welchen Kunden man da auch spricht. Also es ist jetzt nicht so, dass zu euch irgendwelche Hochzeitsfotografen oder Fotografinnen kommen und ihre Bilder da bearbeiten lassen, sondern ihr macht große Kampagnen, ihr habt mit sehr großen Kunden, vielen Autokunden zu tun oder wahrscheinlich fast allen Autokunden zu tun und setzt für die große Kampagnen auch teilweise über mehrere Wochen und Monate vielleicht sogar auch um. Film und Foto, CGI. Erzähl doch mal. Du hast ja jetzt schon alles erzählt, Schulz. Aber du musst die Zahlen dazu noch liefern. Vielleicht auch, wie viele Leute bei euch arbeiten. Jetzt nicht unbedingt weltweit, sondern nur bei deinem Standort, nur in Anführungsstrichen. Ja. Okay, also weltweit sind es aber ungefähr 100. Das schwankt natürlich auch immer mal ein bisschen und da sind auch, ich glaube, es gibt so einen Slack-Channel und da sind, glaube ich, im Moment 125 Recom-Leute drin, wobei da auch ein paar ehemalige, glaube ich, noch dabei sind und 1 oder 2 Freelancer, die halt viel mit uns arbeiten. Aber ja, das ist eine riesengroße Gruppe. Und die Standorte selbst, das variiert dann sehr. Da gibt es Standorte mit 30, 40 Leuten, es gibt Standorte mit 10 und wir sind jetzt in Hamburg, lass mich kurz nachdenken, 6 oder 7, aber haben auch noch die Idee, potenziell zu wachsen zukünftig. Wir sind ja gerade erst angetreten. Gerade erst angekommen, ne? Genau. Ja, und wichtig ist ja eigentlich gar nicht so sehr nicht so sehr die Zahl der Mitarbeiter, sondern was die so können. Und da gibt es dann ganz unterschiedliche Skill-Level innerhalb der Disziplinen. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt 2D- und 3D-Operator. Aber es gibt natürlich auch noch ganz andere Spezialisten dann für Film. Da brauchst du einen Grading-Spezialist oder einen Cutter oder solche Sachen. Und es hilft natürlich auch immer, wenn man gute Projektmanager und Producer hat, damit das Ganze auch ordentlich abläuft und gesteuert wird. Wie verteilt sich das so bei euch? Also ihr seid wahrscheinlich am meisten Operator und dann wird es nach oben hin immer dünner sozusagen, ne? Ja, also genau. Dann Producer und Projektleiter, hast du gesagt? Genau. Ja. Also oft ist es ja so, dass ein Operator tatsächlich so eingebunden ist in den Job, dass der den ganzen Tag
an einem Projekt arbeitet und auch oft viele Tage in Folge und manchmal sogar Monate. Ein Producer oder Projektmanager kann natürlich auch mehrere Projekte gleichzeitig steuern, weil der nicht den ganzen Tag in einem Call ist. Ne? Der Call geht dann vielleicht mal 1 Stunde oder 2 oder er ist bei einem PPM. Solche Begriffe muss ich nicht erklären, oder? Okay, kannst ja ganz kurz mal klar. PPM, Pre-Production Meeting. Ich sage immer ganz einfach, das ist das letzte wichtige große Meeting vor einem Shoot, vor einer Produktion, wo nochmal alle, die operativ an der Produktion beteiligt sind, teilnehmen. Da wird nochmal alles festgezurrt, Models final gebucht, Klamotte entschieden, Post-Themen besprochen, gerade wenn es komplizierte Projekte sind. Ja. Pre-Production Meeting, PPM. Ja. Das ist ja auch total wichtig, die Post-Themen schon vor dem Shooting zu klären. Ja. Weil es nicht das erste Mal und auch wahrscheinlich nicht das letzte Mal in der Geschichte sein wird, dass man von einem Shooting zurückkommt und irgendwas nicht im Kasten hat, was man dann mühsam hinterher erfinden muss. Ich kann ja gar keine Zahl an den Kunden schicken, wenn ich mit euch nicht gesprochen habe vorher, weil ihr braucht ein Briefing, was muss überhaupt passieren, wie aufwendig ist das einzelne Bild, müsst ihr nur ein bisschen Hautretusche machen und Look, wie man das so schön sagt, oder müsst ihr das berühmte Composing und Stitching machen, wo man dann auch einfach Bildteile anstrickt, wo man Köpfe austauschen muss, wo man Hintergründe austauschen muss, wird natürlich immer teurer dann. So. Und diese Sachen sind natürlich wichtig oder gut zu wissen, bevor man irgendwelche Zahlen angibt, weil wenn ich sage, Bild kostet 500 € und ihr sagt mir dann, es kostet 2000 €, dann habe ich ein Problem. So. Deswegen, sowas sollte man natürlich immer vor dem Shoot fix haben, sag ich mal. Auf jeden Fall. Ja. Und da variieren die Aufwände auch total stark. Also wir machen auch Bilder für ein paar 100 €, ne, wenn es wirklich nur Look, Touch-up und ein bisschen Beauty-Retusche ist. Aber was du eben meintest, es gibt dann auch Bilder, die bestehen aus eigentlich in Wirklichkeit 20 Bildern. Und dann wird vielleicht noch irgendwie was reingerendert. Ein Haus, ein Auto, eine Straße. Und dann kommt man ganz, ganz schnell in eine mehrtägige, also allein schon der Prozess der Herstellung dauert dann mehrere Tage und dann sind noch Korrekturrunden. Also am Ende bist du wochenlang mit so einem Bild beschäftigt, mit einem, und hast aber vielleicht eine Kampagne mit 20, 30 Bildern, das läppert sich dann. Absolut, safe. Ja, und wie teuer ist jetzt das teuerste Bild gewesen? Also bisher mein teuerstes Bild in meiner kompletten Karriere, das war jetzt nicht bei Recom, aber das war 14.000. Ich hätte mehr gedacht. Echt? Ja. Aber das finde ich schon verdammt viel, Das ist weil auch viel, da kommt ja das ist quasi die viel. ganzen Kosten fürs Shooting und die Vorproduktion kommen ja alle noch dazu. Am Ende hat dieses eine Bild so viel gekostet wie bei manch anderem ein komplettes Shooting. Ja, komplett. Also das ist wirklich, ich finde es schon sehr, sehr krass. Ja, ne? Du bist beeindruckt. Ich bin beeindruckt. Es ist schon sehr viel, aber als wir bevor wir aufgenommen haben, kurz drüber gesprochen haben, dachte ich, es kommt jetzt so 50 oder sowas. Ja. Also so komplett krank. So. Ja, das wäre wirklich komplett aber 14 krank. Aber ist ich ja finde auch schon 14 auch schon komplett krank. Krass, Ja. Safe. Weil Ich glaube, mein teuerstes, was ich je als Job hatte, war dann so 3 oder 4 oder sowas maximal. Also wenn man sich überlegt, dass so ein Post-Operator im Schnitt, das variiert natürlich auch sehr und ist Skill-Level und wahrscheinlich auch standortabhängig, aber im Schnitt, sage ich mal, hat so ein Post-Operator einen Tagessatz von 1.000 €. Das heißt, allein für die Herstellung dieses Bilds muss der ja 10 Tage gebraucht haben und dann nochmal 4 Tage für Korrekturrunden und Abstimmung. Was dauert 10 Tage in der Herstellung? Also da kannst du ja einen persischen Teppich knüpfen in der Zeit. Mhm. Wenn du jetzt gerade von 1.000 € Tagessatz sprichst, sprichst du aber von eurer internen Kostenkalkulation, oder ist das jetzt, wenn du von einem Freelancer sprichst, der sagt, hey, das ist mein Tagessatz Postproduktion? Also Freelancer haben in der Regel nochmal ganz eigene Tagessätze, weil die natürlich auch einen eigenen Kostenapparat dahinter stehen haben und der ist oft sogar einen Ticken niedriger als 1.000 €. Ah, okay. Also das schwankt dann auch sehr nach Skill-Level und vielleicht auch nach Expertise von, sage ich mal, 500 bis 1.000 wahrscheinlich. Und natürlich auch von der Situation. Wenn du jemanden so ganz kurz, bevor es brennt, du musst jetzt heute Nacht, weil, ne, dann ist dann ist der Tagessatz oder die Nachtschichtzulage wahrscheinlich auch nochmal eine andere, als wenn das ein regulär gebriefter Job mit 3 Wochen Vorlauf ist. Ja. Mit den 1.000 € sind so ungefähr eben die Positionen gemeint, wenn wir zum Beispiel einen Operator mit ans Set schicken, bei einem mehrtägigen Shooting, dann kann man davon ausgehen, dass der 1.000 € am Tag bekommt. Ja. Also er bekommt die natürlich nicht. Das meinte ich, also kalkulatorisch für die Kalkulation des Jobs, dann kommt er mit ans Set, dann kostet es halt 1.000 € für die Produktion. Ich hatte jetzt gerade noch eine Frage, die mir in den Kopf gekommen ist.
Arbeitet ihr auch viel mit Freelancern zusammen? Oder arbeitet ihr wahrscheinlich viel mit eigenen Leuten, aber wenn es dann brennt, werden wahrscheinlich auch mal Externe dazu gebucht? So stelle ich mir das vor. Also wir versuchen natürlich so viel wie möglich in-house zu machen. Und idealerweise, da wir auch so eine große Gruppe sind, macht es auch Sinn, erstmal die anderen Standorte zu fragen, wenn du Hilfe brauchst. Ne? Das funktioniert auch sehr gut. Aber es gibt natürlich trotzdem immer mal Situationen, wo das vielleicht aus Gründen nicht klappt. Und dann habe ich noch aus meiner Historie, aus anderen vorangegangenen Jobs ein gutes Netzwerk an Freelancern, auf die ich mich dann verlassen kann, weil das muss natürlich auch jemand sein, der denselben Anspruch erfüllt und der eben verlässlich und gut ist. Und das sind nur eine Handvoll, aber auf die kannst du dann auch zählen. Ja. So, dann wollen wir mal zu unserem heutigen Sponsor kommen, nämlich Capture One. Ja, worauf wir sehr, sehr stolz sind, weil das definitiv ein Programm ist, das wir beide sehr regelmäßig nutzen. Täglich eigentlich, ne? Eigentlich täglich, ja. Also ich nutze es vor allem im Studio, wenn ich die Bilder direkt von der Kamera auf den Computer übertragen möchte. Und dann können natürlich sowohl Herrn Make-up, Model, der Kunde und wer auch immer noch am Set ist, direkt mit die Bilder anschauen, was ich absolut nicht mehr missen möchte. Ja, wofür nutzt du es noch? Ich nutze es auch sehr viel für die Bildbearbeitung schon, also die Vorbearbeitung auf jeden Fall. Man hat ja dann den riesen Vorteil, dass man die RAW-Files direkt sieht und kann die auch bearbeiten, also Belichtung korrigieren, Weißabgleich anpassen und so weiter. Der stimmt natürlich immer bei mir, der Weißabgleich. Ja, aber selbstverständlich. Aber genau, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Tool dafür. Ich mache auch meine Looks schon sehr oft damit oder baue sie vor, dass ich schon mal einen Eindruck bekomme, wie könnte das finale Bild aussehen. Und dann natürlich auch zum Export in die finalen Daten, also JPEGs, TIFFs und so weiter, nutzen wir das natürlich auch. Ja, und ich liebe auch die Übertragung dann nochmal vom Computer auch aufs iPad parallel. Ja. Auch das ist was ich mega zu schätzen weiß mittlerweile, dass zum Beispiel der Digital Operator dann schon mal so ein paar Korrekturen machen kann und ich trotzdem während des Fotografierens die Vorschaubilder neben mir sehe. Und was Capture One jetzt auch seit kurzem anbietet, also seit kurzem schon ein paar Monate tatsächlich, dass man direkt ins iPad reinshooten kann. Ja. Also dass man gar keinen Computer mehr braucht, sondern Kamera mit iPad verbindet und dann Capture One Mobile nutzt, wo dann auch das iPad sozusagen als Speichermedium schon funktioniert sozusagen. Ja, sogar Smartphone. Also es ist echt super, gerade für unsere Fotografie ist das einfach das Beste, was wir uns vorstellen können. Und danke nochmal wirklich an Capture One, dass sie diese Folge hier unterstützen. Man muss noch mal kurz dazu sagen, wir sind natürlich, ich sage jetzt mal Berufsfotografen, Profifotografen, wir nutzen das täglich. Wir im Büro nutzen das auch, fast alle ausschließlich. Ich höre aber auch immer wieder, dass es auch viele, gerade im Hobbybereich oder Amateurbereich gibt, die das noch nicht mal kennen oder noch nicht nutzen. Und da gibt's aber auch von Capture One immer die Möglichkeit, 30 Tage zu testen, glaube ich. Und auch immer mal wieder Aktionstage oder Aktionszeiträume, wo man das Tool für 3 Monate nutzen kann, kostenlos. Und also ich glaube, viele, die das mal testen und ausprobieren, gerade wenn es ums Thema Tethering geht, könnten davon überzeugt werden, weil es wirklich ein super Tool ist. Auch Bildbearbeitung, Retusche, also da, wenn man sich da einmal richtig reinfuchst, das ist definitiv auch super. Ja. Vielen Dank, Capture One. Und weiter geht's mit der Folge. Also was ich auf jeden Fall noch gelernt habe im Vorgespräch, beziehungsweise auch dank Jules, ist ein Wort, das heißt T-Sax. Und das war mir vorher gar kein Begriff. Und du hast es mir vorhin auch schon mal kurz erklärt, aber ich glaube, ich spiele den Ball direkt einmal wieder rüber zu dir. Was natürlich auch den Preis beeinflusst, ist, dass ihr sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen habt. Ja. Und das liegt natürlich auch daran, jetzt ganz kurz mein Halbwissen, du darfst es dann auch gerne nochmal richtig korrigieren, aber wenn ihr zum Beispiel Jobs für Autofirmen macht und da bekommt ihr ein Auto zu sehen, was erst in ein paar Monaten veröffentlicht wird, dann muss das natürlich streng geheim gehalten werden. Ja. Und dann gibt's dieses T-Sax. Ja. Wie bekommt ihr das oder wie habt ihr das bekommen? Was ist das eigentlich? Man bekommt das, indem man eben bestimmte Sicherheitsstandards nachweist. Da gibt's richtig so ein Audit, da kommt dann ein Prüfer vor Ort in die Postproduktion, guckt sich die Räumlichkeiten an. Der schaut dann zum Beispiel, ob die Türe aus Stahl ist und mit einer Alarmanlage gesichert, ob die Mitarbeiter so einen Zugangstoken haben, dass eben nicht jeder Hans Franz da reinlaufen kann. Es muss alles so überwacht sein und so gesichert sein, dass die hochsensiblen Daten des Kunden eben nicht dort verloren gehen können.
Oder dass sie beispielsweise geleakt werden, weil, wie du gerade sagtest, die Autos sind halt Monate vor der Veröffentlichung und in aller Regel ist das dann ein sehr sensibles Topic für die Kundschaft. Und diese Kampagnen finden halt auch sehr, sehr geheim statt. Die Shootings sind geheim, der Fotograf muss eine NDA unterschreiben, jeder, der am Set ist, muss eine NDA unterschreiben. Und ganz oft ist es halt auch so, weil es auch die technische Möglichkeit gibt, dass dieses geheime Auto gar nicht mehr mit ans Set geht. Also in der Vergangenheit hat man das oft so gemacht, dass so ein Auto dann in einem gesicherten Panzertransport wirklich an die Location gebracht wurde, oft auch über See mit einem Schiff oder einem Flugzeug. Wahnsinn. Das war dann mega aufwendig und mega teuer. Und dann ist auch immer die Security mitgekommen, auch nicht nur einer, sondern halt 4, 5, 6 Leute, die dann auch den LKW bewachen. Nachts muss das Auto dann in so eine abgeschlossene Garage. Das kann nicht am Set stehen bleiben und so. Wahnsinn. Also das sind Riesenaufwände. Und weil das natürlich heutzutage auch technisch sich anders lösen lässt, macht man viel mit CGI. Das heißt, das Auto reist gar nicht mehr durch die Welt, sondern es gibt ein Stand-in-Car, das dann als Platzhalter fotografiert wird. Und das bedeutet auch, das ist gar nicht, das ist eine Attrappe sozusagen. Es ist schon ein Auto, ein echtes Auto, oft auch fahrbereit, aber vielleicht das Vorgängermodell. Oder irgendein, wenn es zum Beispiel ein ganz, ganz neu Auto ist, das noch keinen Vorgänger hat, dann nimmst du vielleicht ein ähnliches, also ein Sportwagen, der auch flach ist, damit du so ein bisschen die Proportionen nachempfinden kannst. Und dann wird das Auto, das, was dann eigentlich zu sehen sein soll, entsteht dann am Computer. Ja. Und das ist dann auch so ein bisschen die Rechtfertigung für den Aufwand, warum es teilweise so lange dauert und warum es natürlich dann auch am Ende sich im Preis widerspiegelt. Ich sage jetzt nicht, dass es teuer ist, weil ich finde natürlich nicht, dass es teuer ist, sondern dass es den Aufwand abbildet, den man damit hat. Aber genau, und man muss sich ja auch vorstellen, was hat es früher gekostet? Und manchmal findet es ja immer noch so statt, das Auto durch die Gegend zu schiffen, ein Security-Team mehrköpfiges mitzuschicken, nachts Panzergaragen zu mieten, jemanden, der 24 Stunden dieses Auto bewacht, abzustellen. Also auch komplette Straßen abzusperren. Die Permits für die Locations. Ja. Also, und das ist ja nochmal was anderes. Also was ich kenne, sind diese Erlkönige. So heißt das ja, ne? Ja. Aber das ist dann wahrscheinlich schon in einem späteren Stadium, oder? Das ist immer so die Zeit dazwischen. Das Auto ist eigentlich schon produktionsreif als Erlkönig, weil die fahren ja dann schon rum. Die haben ja diese schwarz-weißen Sieht man Tarnfolien. auch recht häufig, oder? Genau. Ich sehe häufiger mal so Erlkönige. Ja, absolut. Und je mehr du in Süddeutschland bist, wo natürlich auch die ganzen Automobiler sitzen, siehst du es noch mal mehr. Da fahren dann wirklich auf der Autobahn welche an dir vorbei. Ja. Und die sind dann zu dem Zeitpunkt schon in Vorserienreife. Also ganz viel an diesem Auto steht schon und vielleicht nur noch einzelne Teile werden optimiert. Und die machen dann quasi Testfahrten und so Belastungstests. Da werden dann auch lange Strecken so runtergeschrubbt oder eben mal auf der Autobahn hochbeschleunigt. Und das muss ja auch alles, die haben aber auch oft eigene Teststrecken, ne? Ja. Das machen sie auch. Ihr macht ja auch, also du hast jetzt gerade schon gesagt, es gibt dann so Stand-in-Cars, es gibt aber sicher auch Shoots, wo gar kein Auto mehr fährt, wo dann so nur die Fahrt der Kamera, also wo nur der Drohnenschuss gemacht wird und dann wird das Auto da rein mit CGI halt reingebaut, sozusagen. Oder eben sogar das ganze Bild mit CGI, also komplett aus dem Nichts erschaffen. So. Das macht ihr ja auch. Um jetzt mal so ein bisschen einen Moment, ich muss noch mal kurz unterbrechen. T-Sax, das hatten wir jetzt nicht ganz zu Ende geführt, finde ich. Zum Beispiel Punkt auch kein Internet bei der Bildbearbeitung und so weiter, weil nicht, dass wir da nicht mehr drauf zu sprechen kommen. Du meintest schon Türen und spezielle Sicherheitsvorkehrungen, aber da gehört halt wirklich so viel dazu, dass dann, selbst wenn ihr dieses Abzeichen halt wollt, jemand zu euch kommt, das abnehmen muss und ihr zum Beispiel ein Photoshop-Update, nicht mal das einfach runterladen könnt, weil mit den hochsensiblen Daten ihr an einem Rechner arbeitet, ohne Internetzugang. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Genau. Das muss ich jetzt noch einmal sagen. Genau, und wenn du dann doch ein Update machen musst, weil das muss man ja manchmal, dann müssen halt diese Daten vom Rechner genommen werden. Die dürfen dann da nicht drauf sein, damit es überhaupt keine Verbindung gibt, dass diese geheimen Daten irgendwie geleakt werden könnten. Genau, und wenn ihr KI nutzen wollt, weil zum Beispiel, ich denke, die meisten, die hier zuhören, wissen das, Photoshop, generatives Füllen und so weiter, wenn das verwendet wird, darf nicht gerade das unveröffentlichte Auto offen zu sehen am Computer angesteckt sein. Genau. Ja.
Ja. Wirklich, finde ich, einen sehr spannenden Punkt und hätte ich niemals so vorher auf dem Schirm gehabt, dass das ein Problem sein kann. Aber du würdest ja auch, wenn du also beim Auto würdest du ja sowieso keine KI verwenden, weil was macht die KI? Die entstellt das ja dann. Ne? Und unsere Bilder werden ja dann auch von einem Produktmanager abgenommen, der kennt sein Baby in- und auswendig und zwar auf jeden Zentimeter. Und die KI kennt es noch nicht so gut. Und die KI erfindet irgendwas und macht ein Spaltmaß an irgendeine Stelle, denke ich mir jetzt. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich denke, sie würde das irgendwie so modifizieren, dass der genau wüsste, das ist nicht sein Auto. Und deshalb, wir nutzen KI tatsächlich niemals am Produkt des Kunden. Wir wollen das ja nicht verändern, sondern was wir höchstens verändern wollen, ist zum Beispiel eine Backplate, also eine Location, wo Zigarettenstummel rumliegen oder wo es eigentlich eine langweilige Wand gibt, eine Fassade, die durch ein Fenster aufgelockert werden soll. Und dann, bevor wir uns jetzt ein Fenster in der richtigen Perspektive, im richtigen Licht aus irgendeiner Stockdatenbank suchen, könnte man das zum Beispiel mit KI lösen. Aber auch erst seit neuestem. Seit neuestem. Also, das Auflösungsthema ist ein Thema und das Korn-Thema bei mir oft. Das Korn-Thema. Das Korn-Thema hattet ihr schon in einer Folge. Man macht das zum Schluss. Ja, voll. Aber das hatte ich jetzt, also wir können ja mal so einen kleinen Schwung Richtung KI jetzt schon machen oder Richtung mal weg von diesem ganzen Business, sondern an die Post selbst so. Wir haben das ja auch schon im Vorgespräch so ein bisschen gehabt. Du bist jetzt keine Post-Operatorin, du hast jetzt technisch nicht diese krassen Wissensstände. Aber ich glaube, ehrlicherweise, wenn ich jetzt mich und einen Post-Operator vergleichen würde, dann würde ich sogar sagen, sind wir auf einem ähnlicheren Level, als wenn ich mich mit einem Post-Operator vergleiche, weil der hat nochmal viel mehr Plan als ich. Aber ich bearbeite ja zum Beispiel meine Bilder auch oft noch selbst, gerade so freie Arbeiten, du ja auch so. Und wir nutzen natürlich auch schon die KI von Adobe, beziehungsweise auch andere KI-Software. Ich habe jetzt Midjourney schon ein bisschen genutzt und so weiter. Und es poppen ja immer mal wieder neue Dinge jetzt auf. Aber Adobe hat es ja schon ganz schlau gemacht, dass das in Photoshop integrieren. Und ja, wie du schon sagst, ich hatte das letztens sogar hier im Studio. Wir haben so ein Studiobild für die Webseite und da stand hier eine riesen Palme in der Ecke. Und die ist leider abgestorben. Die gibt's nicht mehr. Und dann haben wir halt dieses Bild, weil wir natürlich das Foto auf der Webseite so aktuell wie möglich halten wollten wir halt jetzt nicht noch ein neues Bild machen und dann habe ich halt einfach diese Palme da so eingekringelt und es war so gerade frisch, als noch die Beta-Version Photoshop KI da war und man das so noch gar nicht so richtig benutzt hat und kannte und ich habe das eingekringelt und habe so auf Remove Tree oder sowas eingegeben und es war halt weg und ich war nur so, what? Und ich glaube, das ist ja genau das, was halt gerade diese ganze Welt beschäftigt. Ja. Wohin geht's? Wie krass wird es noch? Werden Jobs dadurch verloren gehen? Werden Fotografen noch Fotografen bleiben und so weiter? Wir haben uns vorher schon kurz darüber unterhalten. Wir haben nicht so Angst vor diesem ganzen KI-Thema, weil wir einfach, oder ich auch sage, nutz es als Tool, genauso wie du deine Kamera dann auch benutzt und dann wird das auch nicht schief gehen. Aber da hat ja jeder eine eigene Meinung zu. Ja, ich muss sagen, ich habe da auch ein Reel zu gedreht. Es gibt eine Werbekampagne von der Modefirma Mango. Hast du das mitbekommen, Antje? Nee, erzähl mal. Also, im Endeffekt ist es eine komplette Modekampagne gemacht in Midjourney. Und ich muss halt sagen, was bisher immer so das Ding war, dass man natürlich gemerkt hat, Midjourney wird immer besser und das ist schon was in Zukunft auch auf Plakaten ist. Und dann hat man auch mitbekommen, okay, in den ersten Plakaten, ich laufe durch die Straßen und man erkennt, zum Beispiel hier die Kampagne von einem Supermarkt, die wurde tatsächlich KI generiert. Aber das Krasse bei dieser Kampagne war, dass sie so unglaublich echt aussah, dass ich wirklich niemals gedacht hätte, dass das eine reine KI-Werbekampagne ist. Dann ist es halt der erste große Modekonzern, der es wirklich gemacht hat und auch öffentlich gesagt hat, hier, ja, also das ist tatsächlich eine KI-Kampagne, wir haben das gemacht, weil wir sehr viel Geld damit sparen. Und dieses Model, was verwendet wurde also für das ganze Shoot, sieht wirklich auch immer gleich aus, sodass man auch das Gefühl hatte, man ist mit einem Model einfach so in Mallorca rumgefahren, hat mit der halt die Teile geshootet. Und da frage ich mich dann doch, okay, wann werde ich ersetzt? So, ist der Job, den ich gerade ausübe und auch langfristig anstrebe, überhaupt was, worauf ich so zählen kann?
Also ich kenne die Kampagne nicht, Luise, aber ich kann mir ehrlich gesagt nur vorstellen, dass das Model in Midjourney kreiert wurde und vermutlich auch also die Backplates und die Location und so, aber die Klamotte, also weißt du da mehr drüber? Ja, ich weiß es. Erzähl mal. Also die Klamotten wurden fotografiert im Studio. Siehst du? Aber nicht, um dieses dann 1:1 einzusetzen, die Klamotte, sondern es wurde eine KI trainiert mit diesen Fotos, die dann die Models angezogen hat, sozusagen. Genau. Ja. Aber irgendwer hat also diese Klamotten Irgendwer hat auch mal auf den Auslöser gedrückt, das muss man schon sagen. Aber nicht mal die Fotos sind 1:1 dann auch tatsächlich. Okay, aber was ich sagen will, ist, dass die Jobs ändern sich. Sie werden sich ändern. KI wird garantiert dafür sorgen, dass bestimmte Arbeitsschritte zukünftig überflüssig werden, weil sie viel schneller von der Maschine erledigt werden können. Es wird auch bestimmt ein paar Kampagnen geben, die eben nur noch mit AI gemacht werden. Aber Bestimmt. die sind dann eher in diesem... Aber in dem Moment, wo ein Kunde sein Produkt abgebildet haben will, muss er eigentlich irgendwo irgendwen auf den Auslöser drücken lassen. Und deshalb glaube ich... Kommt wahrscheinlich darauf an, wie es abgebildet wird. Wenn es ein reines Produkt von einem Hintergrund ist, dann brauchst du es gefühlt nicht mehr so doll. Aber du musst ja die Produktrichtigkeit sicherstellen, dass zum Beispiel bei Klamotten der Reißverschluss an der richtigen Stelle ist, die Taschen dort aufgenäht sind, das Muster so aussieht, wie es aussieht. Nicht irgendwie geblümt, sondern so geblümt. Ja. Und das muss doch irgendwer machen. Ja. Ja, wenn wir jetzt aber zum Beispiel mal beim Thema Auto bleiben, da gibt's ja dann schon 3D-Modelle von diesen Autos. Das stimmt, aber was haben wir gerade gelernt? Die soll niemand sehen. Und diese 3D-Datenmodelle, die dürfen ja gar nicht ins Internet. Nee, das natürlich Das heißt, nicht, du kannst die KI nicht damit füttern. Niemand hätte, also die Autokonzerne haben kein Interesse daran, ihre Daten zum Lernen, höchstens wenn sie es hausintern machen könnten. Aber ich glaube, da sind wir alle noch nicht. Ich muss auch immer wieder sagen, ich nutze das und ich finde es auch interessant und ich bin auch ein Nerd und mir macht das auch Spaß, das alles dass ich jetzt gerade in einem Alter bin, wo ich irgendwie in meinem Berufsleben stehe und das alles so passiert und ich damit irgendwie auch arbeiten kann und so weiter. Ich bin auch tatsächlich der Meinung, dass zum Beispiel Fotografie, die eben gerade das nicht beinhaltet, also die authentisch bleibt, die dokumentarisch bleibt, so wie ich auch viel arbeite, dass ich vergleiche es immer so ein bisschen wie mit diesem Vinyl, Oldschool, man ist analog unterwegs. Analogfotografie hat ja auch wieder einen Hype gerade so. Gerade das dann wieder dazu führt, dass eben auch Kunden und große Kampagnen auch gemacht werden, gerade anti-KI, sage ich mal, doof gesagt, dass man eben sagt, wir wollen das Authentische, wir wollen das Echte und das sind echte Models, das sind echte Klamotten und so weiter. Und ich glaube, da wird auch wieder viel passieren. Das finde ich natürlich dann für mich so wiederum sehr interessant. So. Ja, oder so, wie wir heute beim Mittagessen auch gesagt haben, die Beauty-Standards, dass die Leute denken, jedes nachbearbeitete Supermodel ist der Standard für ihre eigene Haut oder ihre eigene Schönheit. Und da ist auch so eine Trendwende passiert, dass es wieder mehr um Authentizität geht und mehr um echte Leute. Ja. Und vielleicht ist das jetzt dann auch die Zukunft. Das weiß ich aber nicht. Im Moment denke ich eher, dass man es nutzen sollte. Das ist wirklich ein Tool, was in jeden Handwerkskasten gehört, ob ich jetzt Fotograf bin oder Post-Operator. Selbst mir als Projektmanager macht es mein Leben einfacher, weil ich auch mir Texte schreiben lasse oder, keine Ahnung, Zahlungspläne in eine Excel ergänzen lasse. Also das Ding kann, wenn wir das Ding sagen, die KI, kann halt ganz viel und ich sehe das eher als positiv und ich bin eher gespannt, was noch passiert und wie wir das noch alle für uns nutzen werden, weil das werden wir, da kommst du nicht drum herum. Sich zu sperren, glaube ich, ist jetzt komplett falsch, weil du dann verpasst, was du daraus machen könntest. Es ist ja auch nicht nur Bildgeneration, sondern auch andere KI-Themen. Ja. Also jetzt ist ja letztlich, wer jetzt noch nicht von KI gehört hat, der ist so, wohnt hinterm Mond, so wie man so schon sagt, glaube ich. Aber für uns ist natürlich dieses Bild-Generieren-Thema so interessant. Aber ja, ich finde es auch, ich benutze das gerne. Ich habe da auch kein Problem mit. Also es wird immer besser. Wir werden das Schiff jetzt nicht wieder in die andere Richtung steuern. Das geht nicht. Dementsprechend, ob man das möchte oder nicht, damit auseinandersetzen. Ich verstehe aber auch jeden, der da wirklich Angst vor hat. Also gerade, wenn man Fotograf oder Fotografin ist. Genau. Thema Rechte wollten wir ja auch gerne einmal ansprechen.
Riesending. Da ist Angst übrigens auch ein Thema. Angst ist auch ein Thema. Das ist aber ganz generell ein menschliches Thema, ne? Der Mensch hat einfach Das ist ein Angst deutsches vor Thema auch. Ja, Ja, wir sind German Angst. German Angst, ja. wir sind Gewohnheitstiere Ja. auch. Ne? Alles soll immer bleiben, wie es ist. Ja, damit kennt man sich am besten aus. Ja. Aber was Nutzungsrechte angeht, das ist im Moment halt eine Grauzone. Viele Dinge, die KI macht, sind im Moment, glaube ich, wirklich noch nicht abschließend geklärt aus juristischer Sicht. Und in unserem Fall zum Beispiel als internationales Posthaus ist es natürlich auch immer eine Frage von internationalem Recht. Das meinte ich ja vorhin auch schon mal. Es nützt ja nur bedingt etwas, wenn ich einem deutschen Kunden sage, auf dem deutschen Markt oder für den europäischen Markt ist alles cool. Wenn er dann seine Bilder aber nicht international nutzen kann, weil es eben international noch nicht geklärt ist, dann funktioniert das für die meisten nicht. Und deshalb sind Kunden an der Stelle noch sehr vorsichtig und wollen eigentlich immer von uns, dass wir dann garantieren, dass alles in Ordnung ist. Und das können wir natürlich eigentlich nur in dem Moment, wo wir es nochmal so weit modifizieren, dass es weniger KI ist als Handarbeit. Also wenn quasi der Löwenanteil die Arbeit eines ambitionierten Operators ist und nicht einer Maschine, dann können wir unseren Stempel darauf machen und sagen, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Das ist ein Bild von uns und du hast es jetzt gekauft und damit hast du die Rechte gekauft. Das ist ja immer diese berühmte Frage, wo hört's auf, wo fängt's an, wo macht man die Grenze? Und das ist halt noch gar nicht so richtig geklärt, weil es halt noch so frisch ist wahrscheinlich. Es gibt ganz viele verschiedene Theorien, die sich zum Teil Ja. auch widersprechen. Und ich bin halt kein Jurist. Ich fühle mich aber immer dann sicher, wenn ich weiß, wir haben dieses Bild nochmal so massiv verändert, dass wenn du es jetzt durch eine Maschine laufen lassen würdest und abgleichen lassen würdest, dann würde der nicht denken, dass das ein KI-Bild ist. Aber tatsächlich ist es ja so, jedes Mal, wenn KI zum Einsatz kommt, steht das in den Metadaten eines Bildes. Und viele Luise guckt. Wirklich? Ja. Ich wusste auch nicht. Also steht das dann Ja. so, auf Adobe steht dann drin, irgendwo ein Tag gesetzt, Ja, also weil, AI genutzt. genau. Und deshalb, Oh. Scheiße. Oh Gott. ja, also tatsächlich ja. Und ich habe jetzt natürlich nicht alle Software und alle KI-Programme ausprobiert, um zu sagen, ob es jedes Mal so ist, aber in der Regel ist das so. Und deshalb gibt es auch schon ganz viele Banner, sage ich mal, oder so Störer, die dann sagen, zum Beispiel bei großen Automobilherstellern mit KI generiert. Und das liest dann zum Beispiel auch so eine Social-Media-Plattform schon automatisch aus, dass dieses Bild irgendwie KI modifiziert ist und dann wird das getaggt. Ja, ich glaube, weil du gerade von internationalem Recht, gibt es nicht schon Länder, Frankreich, Schweden irgendwie, wo das Pflicht schon ist, dass du das taggen musst, wenn das so ist, auch bei Influencern und so weiter. Ja. Instagram kannst du ja auch, also ich weiß nicht, was bei euch schon so ist, bei Instagram gibt es mittlerweile so eine Checkbox, Ja, die meine Inhalte mit KI generiert. Die meine ich ich habe sie auch. noch nie angeklickt, aber ich habe es jetzt auch noch nie so benutzt, dass man das anklicken müsste. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das in den nächsten Jahren, Monaten dann irgendwann dazu führt, dass in gewissen Ländern man eben das muss, so wie auch irgendwie man Werbung sozusagen markieren muss, dass man sagen muss, ab einem gewissen Grad von Verfremdung durch KI muss man eben einen Hinweis geben. Finde ich aber auch korrekt. Warum nicht? Kann man nicht die Metadaten rauslöschen, wenn ich das Bild aus Photoshop exportiere? Ja. Kann man alles, Dann, ja, aber dann, also ich speichere nicht alle Metadaten mit ab. Ich mache immer nur Copyright. Ja, ich weiß nicht, also es ist halt so ein bisschen die Frage, ne, wahrscheinlich immer, wer kontrolliert es natürlich auch und warum sollte man es rauslöschen, wenn es auch egal sein kann, aber das Thema KI ist halt natürlich schon in aller Munde so und jeder hat ja seine eigenen Gedanken zu. Naja, wenn jetzt zum Beispiel eine Autofirma dazu schreibt, mit KI generiert, das kann auch für einen Shitstorm sorgen, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man sich damit brüstet und so sagt, so Leute, guck mal, was Aber wir es sind ja können. nicht nur Autofirmen und ganz oft ist es ja so, dass der Endverbraucher sich Transparenz wünscht. Der will ja eigentlich wissen, wie ist denn das entstanden? Und das Gleiche, was wir vorhin hatten mit der Beauty-Industrie, die dann da auch so unmoralische Standards setzt, die einfach Quatsch sind und unerreichbar sind. Das Gleiche gilt natürlich auch für jedes andere Produkt oder jede andere Branche. Und Transparenz ist für die meisten Endverbraucher etwas, was ihnen hilft, Vertrauen zu ihrer Marke oder zu einer Marke zu bilden. Und wenn es eigentlich ja auch egal ist, dann kannst du es ja auch sagen. Es gibt, fällt mir gerade ein, kennt ihr auch diese berühmte iPhone-Kampagne, die läuft ja auch schon seit Jahren, Shot on iPhone, kennt ihr wahrscheinlich. Ja. Haben die irgendwann eingeführt, als diese
Kamerageschichte so krass wurde. Dann haben sie ja, das weiß ich noch, das war am Anfang Shot on iPhone, hieß es nur. Und dann ging irgendwann der Shitstorm los, wo Leute gesagt haben, sorry, aber du kannst so ein Foto nicht einfach out of camera mit einem iPhone shooten. Und dann haben sie es irgendwann umgestellt, wo dann stand Shot on iPhone und unten stand dann aber nachbearbeitet mit Bildbearbeitungssoftware oder irgendwas, um eben nochmal klar zu machen, ja, es ist Shot on iPhone, aber du musst auch noch eine Bildbearbeitung drüberlegen oder einen Look drüberlegen und Farben anpassen, dass das so aussieht, wie es aussieht. Und dann sind wir wieder bei der Post. Warum genau, das sind wir wieder bei der sinnvoll Post. Und das war ja auch jetzt das letzte Mal, ich weiß nicht mehr, ob es das letzte iPhone oder vorletzte war, wo das mit Film genauso war. Dann haben sie auch die komplette iPhone-Kampagne gefilmt mit dem iPhone und dann hast du am Ende der Keynote gesehen, wie das gefilmt wurde. So ein kleines iPhone in so einem Gimbal an so einem Kran und dann so, ja, cool, okay. Ja. So, wenn da ein 100-Mann-Team dahinter steckt, dann kann das so aussehen, auch wenn du es auf iPhone filmst. Aber wenn da ein Hans Wurst mit dem iPhone lang läuft, dann sieht das halt eben nicht so aus. So. Ja. Aber selbst in Berlin hing mal an einem, ich weiß gar nicht mehr, welcher Bahnhof das war, auch so eine Riesenkampagne, wirklich meterlange Fotos, Shot on iPhone. Kannst du dich da auch dran erinnern? Das war ja überall diese riesen Ich glaube, das war nämlich auch noch so iPhone 6 oder 7 oder 8. So, dass da man ging es halt los mit diesen Kamera, wo die Fotos einfach gut wurden. Auch. Ja, und es gibt auch Musikvideos, zum Beispiel von Selena Gomez, mehrere Shot on iPhone. Bist du Selena Gomez-Fan? Absolut, ja. Lass uns noch mal über CGI vielleicht ein bisschen quatschen. Das interessiert mich, weil ich habe davon gar keinen Plan. So. Wir haben schon Projekte zusammen gemacht, wo auch CGI eine Rolle gespielt hat. Ja, das habt ihr dann gemacht. Stimmt, ja. Wir haben schon teilweise Projekte gemacht, wo ihr Gebäude eingebaut habt, hinten CGI und so weiter. Auch da natürlich wieder habt ihr gemacht, weil ich es nicht kann. So. Was hat sich da in den letzten Jahren verbessert getan? So, also du hast vorher kurz erwähnt, als du da das erste Mal was gesehen hast, war halt so eine Holzbank hinten im Auto und jetzt wahrscheinlich ist auch der Prozess dahin einfacher geworden. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Ziel von diesen ganzen Tools und Softwares, dass man eben es immer einfacher macht, den Einstieg zu finden in das Thema auch wahrscheinlich, dass man diesen Prozess vereinfacht, dass man eben schon manchmal auch verkompliziert, aber einfach, dass es zu einem besseren Ergebnis dass es realistischer aussieht. Das Ergebnis wird besser, genau. Ja. Und das, was du eben gerade meintest, also meine erste Erfahrung mit CGI war auch im Automobilbereich. Ich habe ein gerendertes Interieur gesehen, so nennen wir das, so ein Innenraum, ne? Und dann war es eine Rückbank. Und das ist normalerweise immer so ein Schuss, den machst du halt gerne in Limousinen. Du willst ja die Größe zeigen, du willst so ein bisschen das Gefühl haben, ja, also ich bin jetzt hier der Vice President von irgendeinem großen Konzern und ich setze mich auf meinen komischen Sitz da, Executive Seat hinten mit Sitzheizung und Klima und allem. Und das soll sich immer geil anfühlen. Und das Ding sah einfach nur furchtbar aus. Es sah aus wie die bretthärteste Holzsitzbank, die man sich vorstellen kann, sollte aber Leder sein. Und es sah eher aus wie aus einem Block geschnitzt, als dass es sich weich und fluffig anfühlte. Perfekt. Und inzwischen ist so viel möglich. Also inzwischen kann ich nicht mehr unterscheiden, welches Bild CGI ist. Wir haben jetzt zum Beispiel ja alle gerade den gleichen Effekt mit KI. Bei KI denke ich, dass ihr euch schon einbildet, klingt jetzt so vorgefertigt. Ja. Also ich weiß, ihr könnt das, weil ich kann es auch. Man kann im Moment noch sehen, was KI ist. Und auch wenn diese Mango-Kampagne vielleicht schon der erste Schritt in eine Weiterentwicklung ist. Ich muss sagen, ich kann es mittlerweile nicht mehr sehen bei den ganz, ganz Das sind neuen jetzt Dingen. Die Übergänge, glaube ich. Aber die ersten und auch vielleicht noch so bis vor ein paar Monaten war das doch total offensichtlich. Und so war das damals bei CGI auch. Und das hat allerdings sehr viel länger gedauert. Der Prozess war langsamer als diese KI-Geschichte jetzt. Aber es hat sich dramatisch weiterentwickelt, weil man inzwischen wirklich ganze Welten entstehen lassen kann. Du kannst alles bauen, ob es das gibt oder nicht gibt. Es gibt zum Beispiel sogar richtige Jobs wie CGI-Architekt. Das sind dann Leute, die können wirklich richtig Häuser bauen, die auch sinnvoll sind, weil so ein Haus muss auch sinnvoll sein. Es muss ja auch eine gewisse Statik haben und Statik siehst du auch. Ne? Also da darf zum Beispiel der Sturz über dem Fenster nicht so ein hauchdünnes Blatt sein, weil dann würde dieses Haus natürlich einbrechen oder das Fenster einstürzen. Und es hat viel mit Sehgewohnheit zu tun. Die Leute sind gewohnt, dass bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art aussehen, sonst nimmt man sie als falsch wahr. Wie zum Beispiel bei KI 6 Finger.
Ja, das So. war ja das Fingerthema am Anfang immer, dass die Und Finger und Hände nicht gut Ja, aussahen. und du guckst auf das Bild und du siehst Ja. gar nicht so wirklich, du zählst ja nicht die Finger, aber du denkst, irgendwas sieht komisch aus. Ja. Und Ja. so ist das halt mit Häusern und mit allem anderen auch. Und da gibt's richtige Berufsbilder für Leute, die das eben können und die nur das machen den ganzen Tag und die ganze Städte am Rechner bauen können. Ich kann mich noch erinnern, dass ein Kollege hier im Studio, das ist jetzt auch schon bestimmt ein Jahr her, würde ich sagen. Und vor einem Jahr war KI ja noch weit nicht, also In noch den bei Kinderschuhen. weitem nicht so wie jetzt so. Das ist ja alles sehr schnell. Und ich erinnere mich, er hat ein Porträt von einer Frau gemacht und es gab nur ein Foto dieser Frau, was scharf war. Also irgendwie ein bisschen gefällt, weiß nicht, keine Ahnung. Ich hoffe, ich erzähle es jetzt auch richtig. Und das eine Foto, was aber gut aussah, hat sie aber nicht in die Kamera geguckt. Und wir haben irgendwie versucht, die Augen Richtung Kamera zu bekommen. Und ich glaube, es war so ein ganz hauchdünner Moment, wo sie nicht in die Kamera, sondern nur so ein bisschen vorbeigeguckt hat. Und wir haben dann gab es schon diese Beta-Geschichten von Adobe, die aussehen, als wäre da irgendwie ein Horrorfilm entstanden dann. Und dann haben wir es versucht, die Pupille ein bisschen vergrößern, ein bisschen verschieben, also so ganz fein alles per Hand zu bauen und haben es auch dann hingekriegt, dass sie in die Kamera guckt. Und wir haben uns aber dann das Bild angeguckt und wir waren so, nee. Es ist einfach nicht so, wie wenn sie in die Kamera geguckt hätte. Auch wenn alles jetzt passt, aber man sieht trotzdem noch diesen feinen Unterschied, ob es jetzt real ist oder ob es halt nicht so ist. Und dann haben wir es am Ende auch, ich glaube, er hat es dann nicht gemacht, so, weil man hat es einfach gesehen. Vor allem die Person, die das Bild, die abgebildet war, hätte es sofort gesehen, dass es nicht sie ist. So. Ja. Und das ist halt auch, das wird sich natürlich jetzt auch immer mehr ändern. Augen war ja auch so ein Thema bei KI immer, aber Ja, da werden wir sehen, wo es hingeht. Und Ja. CGI, baut man damit auch Menschen? Kann man. Es gibt auch 3D-Avatare und wo du das vorhin meintest mit diesem Mango-Model, ne, Ja. die da so durchgängig eben auf jedem Bild dieselbe war. Es gibt tatsächlich Models, die sich dann so scannen lassen, wie für so einen 3D-Drucker. Die werden einmal rundum eingescannt. Beim Porno wird das oft, habe ich schon oft gesehen jetzt. Jules, keine Angst, das ist Okay. vielleicht eher dein Thema. Mein Geheimnis ist Ja, Selena aber dieses- Gomez und also deins- nein, aber Leute, ihr lacht jetzt, aber VR ist ja ein Riesenthema. Und ich habe das schon oft gesehen, dass Porno-Stars sich eben scannen lassen, dass Ja. du die halt dann in deiner VR-Brille da. Aber das ist zum Beispiel auch die umgehen kannst. Sorge eines normalen Models, sag ich mal, dass die Genau. natürlich dann ihre Rechte abgeben. Und Schauspielern auch, ja. Ja, also sobald die quasi als 3D-Modell existieren, kann das jeder kaufen. Der kann sich dieses 3D-Modell von ihr kaufen. Sie hat keinen Einfluss, sie oder er, keinen Einfluss mehr darauf, was mit diesem Modell dann passiert. Und theoretisch kannst du alles damit machen und auch sowas. Ja, dieses Deepfake-Thema ist ja auch Politiker, was können die sagen? Das ist ja auch Das nochmal ist zum ein Beispiel ein Teil, der mich wirklich besorgt Ja. und mir Angst macht, dass man Fake nicht News. mehr weiß, was ist denn jetzt wirklich Mhm. passiert und was es Ja. war und was es nicht war. Weil Ja. wenn es für alles irgendwie Videobeweise gibt, Mhm. die keine sind, wem willst du glauben? Ja, das ist ein spannendes Thema. Ich glaube, das Fass ist zu groß, das aufzumachen jetzt, Ja. aber es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, dieses Ja. Deepfake, Fake News. Wie wird sich das in der Zukunft regulieren überhaupt? Wie lässt es sich regulieren? Weil darüber habe ich auch schon oft nachgedacht. Wir sind eine Generation, ich meine, du bist ein bisschen älter als nur ein kleines bisschen nur. Wir sind aufgewachsen mit Nachrichten sind echt, was Ja. gefilmt ist echt, was man irgendwie, ich meine, meine Mutter, was die auf YouTube sieht, ist für sie echt. Selbst wenn es nicht echt ist so. Also man ist es einfach gewohnt. Und wenn dann auf einmal ein Video, was nicht mehr von einem echten zu unterscheiden ist, von einem Politiker da ist und die Stimme auch noch echt wirkt, wie sollst du in Zukunft überhaupt eine Unterscheidung machen können? So. Umso wichtiger, dass es dann vielleicht getaggt wird. Genau, dann müssen halt irgendwelche Gesetze oder Sicherheitsmechanismen entstehen, die es noch nicht gibt natürlich, die das dann regulieren. So, ja. Mhm. Ja, und wichtiger Punkt finde ich, gerade bei diesem 3D-Modell jetzt eines Models, dass sich halt bewusst dafür entscheidet, das zu verkaufen, dann sagt sie ja, ich möchte das und willigt ein. Aber ganz schwierig finde ich zum Beispiel jetzt auch bei Politik und so weiter, da werden die Leute bestimmt nicht sagen, ja klar, macht mit mir, was ihr wollt, so zieht dem Papst die Downjacke an, so nee, da wird er nicht zugestimmt haben. Und das ist halt wirklich gefährlich mitunter. Definitiv. Aber technisch ist das alles möglich. Und Ja. technisch kannst du dem Papst Mhm. ein Ja. Kettenhemd anziehen. Und gerade jetzt auch Ein Netzhemd. Das wäre auch. ganz Downjacke habe ich gesehen auch schon. gut. Ja, das.
Ja. Und auch bei Wahlvorbereitungen jetzt in Amerika und so ist ja auch ein Riesenthema, dass da Sachen gefaked werden und so weiter. Ich habe vor kurzem aber auch eine Kampagne gesehen, ich glaube Nike war es oder so, mit Mbappé, Fußballspieler. Da habe ich habe das gesehen, das hing irgendwie riesengroß am Kudamm oder so. Und dann habe ich so, das sehe vielleicht auch nur ich oder wir würden das wahrscheinlich sehen, die halt irgendwie das Auge da auch ein bisschen dafür haben. Das war so ein Schussmotiv und irgendwie hat die Kopfposition dann doch nicht so richtig zum Körper gepasst. Und dann guckt man sich es genauer an und dann denkt man sich auch so, ja, wir sind jetzt gerade in einer Zeit, wo Mbappé auch sagen kann, hey, ihr dürft mein Gesicht da benutzen. Dann wird das da reingebaut, wahrscheinlich sogar mit CGI gebaut oder mit KI gebaut. Er kriegt aber trotzdem natürlich dann die Rechte an diesem Foto, weil er halt eine bekannte Persönlichkeit ist. Aber wenn es dann um Models geht, die eben nicht weltbekannt sind oder SchauspielerInnen, ist ja auch eine Riesendebatte, ab wann muss man der Person dann auch Nutzungsrechte bezahlen? Und es war ja auch dieses berühmte Beispiel mit OpenAI, mit Scarlett Johansson, mit der Stimme jetzt, dass sie die Stimme von ihr geklaut haben. Sie meinte, hey, was soll das? Auch das Riesenthema, was noch nicht ansatzweise geklärt ist, Nutzungsrechte. Mhm. So. Ja. Oh, eine Sache möchte ich gerne noch sagen, die mir jetzt einfällt. Ja. Thema Kennzeichnung. Wir sind uns ja irgendwie einig, dass es an sich gut ist, wenn es gekennzeichnet wird. Aber wenn ich so drüber nachdenke, wer will das kontrollieren? Alle Bilder, die nach außen kommen, ob das jetzt wirklich stimmt, mit KI ja oder nein, wenn man die Metadaten beeinflusst. Und was ich mir auch denke, angenommen, ein Bild hat dann keine Kennzeichnung. Und man ist es gewöhnt zu sehen, KI steht jetzt drunter. Und es ist aber ein KI-Bild. Und jemand hat es vielleicht auch einfach nur vergessen, aber dann gehe ich ja davon aus, ist ja nicht gekennzeichnet, also muss es echt sein. Weil aktuell sind wir in einem Stadium, wo man sich immer fragt, ist es echt? Ist es KI? Und man dadurch so kritisch guckt. Aber wenn man so ein Label gewöhnt ist, dann hinterfragt man es vielleicht gar nicht und ist okay, ist kein Label dran, also muss es echt sein. Ist aber vielleicht auch KI generiert. Finde ich dann auch schwierig. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ja, total. Aber ich glaube, gerade in den Bereichen, wo es für mich besonders relevant wäre, wird eine Kennzeichnungspflicht sowieso nicht durchgeführt. Weil wenn es dann darum geht, so Deepfake oder sowas, da würde ich mir Labels wünschen, die wirst du ja auf keinen Fall bekommen. Also die werden ja dann garantiert nicht dort sein. Genau. Und alles, was so Werbung oder Reklame im weitesten Sinne ist, da gehe ich als Endverbraucher ja ohnehin schon davon aus, dass das alles nachjustiert wurde. Also selbst wenn es nur normale Beauty-Retusche ist, das Thema hatten wir ja vorhin auch, die meisten Models sind einfach ein bisschen zu schön für die Welt. Und da weißt du ja schon als Endverbraucher, okay, wow, die hat wirklich stundenlang in der Maske gesessen und dann wurde sie noch hinterher zu Tode retuschiert oder hoffentlich sehr subtil und ordentlich, aber irgendwas wurde auf jeden Fall gemacht und das habe ich ja dann auch gelernt über die letzten Jahre, dass das auch nicht alles echt ist und da steht es ja auch nicht dran. Ja. Muss ich aber auch mal eine positive Entwicklung sagen, was ich sehr, sehr gut finde. Als ich 2012 so meine ersten Erfahrungen in der Branche gemacht habe als Assistent, da war so Digitalfotografie neu, Photoshop war gerade, da hat jedes Bild so tot retuschiert und so, Hauptsache ist, also so digital wie möglich sollte es aussehen. Und das hat sich ja zum Beispiel auch nicht gehalten. So, also meine aktuelle Fotografie, die ich mache, lebt von Authentizität. Ich werde gebucht von Kunden, die sagen, wir wollen was Authentisches, wir wollen echte Momente, wir wollen Unschärfen, wir wollen Korn, wir wollen Bewegung und so weiter. Und das finde ich sehr geil, dass das passiert, dass man halt auch merkt, die Menschen craven auch echte Sachen. Und weil du vorher diese Mango-Kampagne angesprochen hast, ich hab kurz den Gedanken gehabt, ich erinnere mich, dass das vor Jahren schon H&M gemacht hat. Digitale Models, also für die Online-Shop-Sachen, für die reinen Online-Shop-Klamottenbilder. Und da war es, wenn ich mich richtig erinnere, so, das war ein Studio, das war komplett durchstrukturiert, da war die Kamera an einer festen Position, die Klamotte wurde einer Puppe angezogen und dann wurde die Puppe einmal gedreht um 360 Grad, es wurden Fotos gemacht und dann hat eine KI oder eben wahrscheinlich damals noch keine KI, sondern eben ein Computerprogramm, was so geschrieben wurde, diese Klamotte auf ein virtuelles Model drauf retuschiert sozusagen, automatisiert. Und da weiß ich noch, dass das kurz ein paar Monate so war und dann gab es Artikel wie H&M hat das wieder eingestellt, weil die Kunden sich beschwert haben, es sieht nicht authentisch genug aus. Und das finde ich sehr schön, dass da wieder eine Richtung oft auch geht. Das merkt ihr ja bestimmt auch, selbst bei Autofotografie, dass
Authentizität und echte Sachen wieder gefragter werden. Analogfotografie auch super geil, dass das wieder kommt. So. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ja, deswegen war ich auch vorhin kurz stutzig, als du meintest, naja, aber es wurde ja ein Teil davon fotografiert. Aber ich stelle mir das dann auch so vor, dass dann irgendwo eine Kamera fest verbaut ist, die niemals in ihrem Kameraleben diesen Platz ändert. Und dann jemand von, was weiß ich wo, vielleicht noch aus dem Nebenraum remote auf Start drückt. Wie und beim dann, Röntgen. Wie beim Röntgen. Da fahren dann so die Kleidungsstücke lang auf den Puppen und dann wird es halt Du hast gedreht. recht, Und das ist keine Fotografie. da muss ich auch sagen, ich als Fotografin habe da nicht das Gefühl, dass das einen künstlerischen Anspruch hat Nein. oder irgendwie meinem Handwerk gerecht wird. Naja, und was mir noch einfällt, zum Beispiel Thema hier Hautunreinheiten zeigen und so. Es gibt Firmen wie No Cosmetics, die auch sagen, Riesenfirma, Hautprodukte überall im DM und so. Wir zeigen jede Unreinheit, wir retuschieren nichts und das sind wirklich auch Riesenkampagnen, wo keine Retusche angewendet wird. Ja. Haben total den Hype, Riesenmarke. Finde ich auch Also super. Ja, aber das Total. meinte ich auch Ja. vorhin. Der Endverbraucher wünscht sich das ja wieder. Der wünscht sich Authentizität, der wünscht sich Ehrlichkeit. Der muss Vertrauen haben, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Und gerade in so unsicheren Zeiten wie diesen, wo du eigentlich gar nicht mehr weißt, was du noch glauben kannst. Insofern, ich verstehe das und ich folge diesem Trend selbst. ja. Aber trotzdem sind wir in der Lage, alles zu bauen. Ja. Ihr könnt die Magic machen. Wir können die Magic machen. Ja. Aber manchmal ist es ja auch eigentlich eher wirklich nicht, weil du schummeln willst, sondern weil du etwas kreieren möchtest, was sonst nicht möglich wäre. Und was du nur mit total teurem Setbau oder angenommen, ich spinne jetzt, ne, du würdest ein Shooting auf dem Mond machen wollen. Das geht halt nicht. Du hast keine Apollon, du hast alles das nicht am Start. Aber wenn du es trotzdem machen willst, weil du eine großartige Idee dafür hast, dann hast du die Möglichkeit, das zu tun. Hattet ihr schon ein Produkt auf dem Mond? Nee, Bestimmt. aber das würde ich gerne mal machen. Ah, aber gut. ich habe tatsächlich eine Kampagne gesehen, die so ein bisschen ähnlich war. Ich glaube, das sollte der Mond sein. Ja, das ist ja auch, was du gerade sagst, das finde ich auch, kann man auch mal ansprechen. Auch KI gehört dazu, sagen ja auch viele, dass das jetzt Menschen die Möglichkeit gibt, kreative Sachen umzusetzen, für die sie vorher nie die finanziellen Möglichkeiten gehabt hätten. Wenn man auch bei Film und so weiter jetzt mal weiterdenkt in noch ein paar Jahren, dass du einfach Szenen billig, ich sage jetzt mal mit wenig Budget, Low Budget, No Budget filmen kannst und die KI dir da ein cinematisch crazyes Bild rausrechnet. Da können dann Laien Kinofilme theoretisch und kreativ sein. Und das ist ja auch ein großes Argument für KI, für CGI, man kann alles erstellen, dass eben der Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt sind. Also ich spreche jetzt nicht von, ich gebe eine Katze in den Bergen und dann kommt da so ein Bild raus, sondern ich wirklich von Menschen, die sich Storyboards überlegen, die sich Ideen überlegen, die kreativ sind, aber dann das Tool KI oder eben CGI nutzen, um ihre Idee umzusetzen. Und das ist ja mega geil, dass das dann geht, dass wirklich jeder schöne, tolle Sachen erstellen kann, die aber trotzdem aus der Kreativität der Person entstanden sind. So, das finde ich super. So. Ja. Und Amen. deshalb gibt es ja auch diese ganzen Beta-Versionen oder deshalb ist auch vieles am Anfang eben open, dass die Menschen das nutzen können und damit auch rumspielen dürfen und auch ausprobieren. Und ganz viel, die Entwickler nehmen sich da ja auch viel Wissen dann wieder zurück. Ne? Also die wissen dann ja auch, okay, das hat gut funktioniert, das hat nicht funktioniert, das müssten wir noch optimieren. Ja. Also, weil du hast ja in der Regel auch immer dann diese Rückmeldefunktion. Und auch bei Photoshop kannst du ja sagen, hat gut funktioniert, hat nicht gut funktioniert. Stimmt, ich persönlich, ich mache das immer nicht. Ich weiß nicht, macht ihr das? Nee. Das Bewerten, ob es gut Ja. oder schlecht ist, ich habe schon mal gemacht, ja. Ja. Wahrscheinlich nur, wenn es Fair schlecht von ist. dir. Ja klar, nur wenn es schlecht ist. Ja, das ist immer so ein bisschen das Tückische an der Sache. Es ist wie mit Rezensionen. Ich benutze es aber auch, also ich benutze es nicht oft, weil meine Bilder einfach nicht. Die sind einfach so schon Hammer. Nee, und nee, so schon toll. ich habe halt nicht, wo ich jetzt sage, ich bin im Studio und da muss jetzt noch ein Stuhl rausgenommen werden, sondern es ist meistens irgendwie so Ja, aber die sowieso tote nicht so Palme? perfekt, das Ja, die Bild. Palme musste weg. Die Palme musste weg, genau, das war Studio. Ja. Wir haben letztens auch kurz davor gesessen, wo du dein Stuhlbein irgendwie reparieren das musstest war und es hat nicht furchtbar. funktioniert. Nee. Und dann haben wir das Stuhlbein und dann war das Stuhlbein auf einmal ein Bleistift. So, hat Ja, die Photoshop KI halt, dachte die ganze Zeit, es wäre ein Stift. Ja. Oh Mann. und dann hast du es per Hand gemacht, hast du es per Hand Ja, dann habe ich gestempelt. es per Hand gemacht. Ja, Ja. genau. Weil wir es können natürlich auch noch. Ja. Ja, da Ähm, muss ich auch kurz was dazu sagen. ja. Das finde ich auch an die junge Generation.
lernt trotzdem Photoshop. So. Auf jeden Fall. Ey, wenn ich Leute sehe, die gibt ja die KI nur noch irgendwie Stempel hier, Stempel da und es funktioniert noch nicht immer so. Und wenn man eben nicht weiß, wie man stempelt, dann bist du trotzdem nicht Photoshop-Profi, nur weil du eine KI benutzen kannst. Du musst trotzdem deine Basics lernen, so. Ganz wichtig. Ja. Ganz wichtig. Verlasst euch nicht nur auf die KI. Ja. Was denkst du, wird in den nächsten Jahren passieren, Antje? Was ist deine Prognose? KI, CGI, Werbung, Post, Fotografie, vielleicht hast du da so ein paar Gedanken zu. Also meine Gedanken dazu. Ich glaube, der Markt wird sich verändern. Ich glaube einfach, die neuen Möglichkeiten, hat Angela Merkel nicht mal gesagt Neuland, als es schon längst kein Neuland mehr war zum Internet? Ich glaube, ja. Also ich rede auch gerade so ein bisschen wie Frau Merkel, genau. Nee, aber ich glaube, die Vielzahl an Optionen, die man jetzt hat, wird dazu führen, dass ganz neue Sachen entstehen. Ich hoffe, es wird dazu führen, was Schulz auch gerade gesagt hat, dass Kreativität beflügelt wird und dass plötzlich auch Leute, die vorher nicht die Mittel hatten und nicht die Möglichkeit hatten, plötzlich die Gestaltungsfreiheit bekommen, Dinge zu erschaffen. Das würde mich total freuen. Ich glaube aber auch, dass ganze Berufsbilder sich verändern werden. Aber vielleicht auch wie mit dem 3D-Architekten, vielleicht auch Sachen entstehen, an die man sonst nicht gedacht hätte und für die es vorher gar keinen Markt gab. Ich meine, ein Architekt hat zwangsläufig auch mit 3D-Modellen zu tun. Warum soll der nicht auch 3D-Modelle selber bauen und warum soll das nicht ein Job sein? Ja. Und ich glaube, auch KI-mäßig wird es Jobs geben, an die wir jetzt noch nicht denken, aber es wird cool. Ich mache mir keine Sorgen, obwohl ganz viele Leute, als wir jetzt auch ich habe ja zusammen mit meinem Partner Alex Pund die Firma gegründet und alle haben uns gratuliert, aber auch so ein bisschen verhalten, so nach dem Motto, habt ihr euch das gut überlegt? Ja, seid ihr sicher, dass ihr das jetzt machen wollt? Genau, also ist das der richtige Zeitpunkt? Und man könnte jetzt denken, nee, ist es nicht. Aber andererseits, wann, wenn nicht jetzt? Weil jetzt passiert so viel und jetzt kann man eigentlich noch mitmachen und mitgestalten. Ja. Und ich habe richtig, richtig Bock drauf. Also ich glaube, das wird gut. Es kann ja auch sein, dass es genau jetzt der richtige Zeitpunkt war, weil ihr in 10 Jahren sagt, boah, zum Glück haben wir das vor 10 Jahren gegründet, weil jetzt geht's richtig ab, so, was wir machen können, so. Ich habe einfach, ich freue mich einfach auf die Möglichkeiten und bin gespannt, was noch so passiert, aber ich habe gar keine Angst. Ja. Liegt vielleicht auch daran, dass ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe. Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr wird mein mutiges Jahr. Sehr gut. Aber ich glaube, du bist generell auch ein sehr mutiger Mensch. Ach, weiß ich nicht, aber ich habe zumindest eine Vision und möchte gerne da auch hinkommen. Und das kommst du ja nur, wenn du es dann auch verfolgst, den Plan. Ja. Stimmt, haben wir schon gesagt, wie viel Umsatz Recom macht? Haben wir noch nicht, ne? Haben wir noch nicht. Recom Hamburg ist ja noch relativ frisch. Genau, Recom Hamburg hat noch gar keine Jahresbilanz vorzuweisen. Wir sind ja gerade erst angetreten. Ja. Also müsste ich noch mal wiederkommen, um die Frage zu beantworten. Ja, kein Problem, du bist eingeladen. Okay, aber ich hoffe, es wird gut. Also ich rechne damit, dass es im ersten Jahr natürlich noch nicht kostendeckend sein wird. Wir haben alles Mögliche neu anschaffen müssen, die Büroräume ausbauen, Technik kaufen und so weiter. Aber ich hätte es nicht gemacht, wenn ich nicht glauben würde, dass man damit Geld verdienen kann. Und also ich sag mal, manchmal hat man Projekte, bei denen man durchaus mehrere 10.000 bis 100.000 Euro umsetzt. Natürlich hat man dementsprechend auch Personalkosten und Wareneinsatz, wie das immer so heißt. Aber klar, damit lässt sich Geld verdienen. Und ich hoffe, das werde ich auch. Da fällt mir noch eine kleine Frage ein. Gibt es einen Kunden, den du unbedingt haben willst bei Recom, den du noch nicht hattest? Gibt es einen Traumkunden? Irgendein Wunschprojekt? Zum Beispiel wie das mit dem Mond. Was siehst du auf dem Mond? Ich habe tatsächlich, aber das ist mir fast ein bisschen peinlich. Ist okay, wir haben schon 2 Peinlichkeiten hier ausgeplaudert. Von dir fehlt noch was. Also weil wir sind halt, wie gesagt, sehr spezialisiert auf Autos und das ist auch was, wofür die Leute uns buchen, weil sie das kennen und von uns erwarten. Ich würde aber gerne mal was ganz Unerwartetes machen. Ich würde gerne was machen, was mich persönlich mehr interessiert. Und, oh Gott, jetzt wird's wirklich peinlich. Jeder, der bis hierhin gehört hat, ne? Ich würde unglaublich gerne mal eine Skims-Kampagne machen. Das ist von Kim Kardashian, die Klamottenmarke. Eigentlich hauptsächlich Unterwäsche und Pyjamas und Seidenkimonos. Ich hätte zum Beispiel nicht gewusst, was es ist. Ja, wir Mädels wissen das. Shapewear. So Bodies Skims. Und ja, Skims. Machen so ganz schöne so. Auch wahrscheinlich sehr natural alles. Und ja, naja, also so natural wie Kim Kardashian halt ist, Ja. ne? Aber
Ich finde, es ist alles sehr ästhetisch inszeniert und unglaublich schön umgesetzt. Und ich hätte Spaß dran, da mal mitzugestalten. Obwohl ich natürlich gar nicht Hand anlege. Ich will wahrscheinlich einfach nur Kim K kennenlernen. Ja, also würde Kim, ich auch. Wenn du zuhörst. Die haben zum Beispiel ein BH rausgebracht. Das war auch ein riesen Marketing-Ding mit Nippeln. Ja, der BH hat Nippel. Der Unter BH dem BH Nippel. siehst Du hast du dann quasi Nippel. Das ist so das ist auch Ja, das das sieht rauskommt, immer so schön harte aus. Nippelmäßig. Genau. Deine, Wow, okay. deine echten Nippel sind quasi versteckt. Aber Stark. auch sowas. Ich habe den Mehrwert nicht ganz verstanden, aber ich fand es auch unglaublich interessant. Das ist, glaube ich, eher ein Marketing-Ding gewesen. Und es ist ja auch komplett durch die Decke gegangen. Hat Ja, aber wer funktioniert kauft scheinbar. denn sowas? Ey, ich glaube, das kaufen ultra viele Leute. Aber dann würde ich doch einfach den BH weglassen. Ja, vielleicht hat nicht jeder schöne Nippel. Also, Also Klingt in nicht dieser mal aus jetzt. in dieser Folge wurde schon über Porno, über Nippel. Habt ihr das sonst auch? Wenn ihr nur mit Wir haben euch... jetzt aber bei der ersten Folge haben wir ein bisschen mehr Witz-Joke mit reingebracht. Das war aber ganz gut. Finden wir gut. Ja. Finden wir gut. naja, Skims, ja, gut. Ich gehe nochmal weg von Skims und harten Nippeln zu Recom Hamburg. Wir haben ja auch vorher kurz gesprochen, weil es mich auch interessiert. Wie wird man Post-Operator und wie kommen Leute zu euch? Ausbildung könnt ihr noch nicht machen. Gibt's eine Ausbildung zum Post-Operator? Ja, das So eine heißt dann, klassische? glaube ich, das heißt dann anders. Bildbearbeiter. So? Irgendwie, ne? Aber du musst halt dafür selber einen Ausbilder haben, also Ja. jemand, der ausgebildet ist, um ausbilden zu dürfen. Ja. Das wird dann auch von der Industrie- und Handwerkskammer Ja. begleitet und ist richtig ein Ausbildungsberuf über 3 Jahre. Das ist bei uns, glaube ich, auch so. perspektivisch finde ich- Fotoazubis könnten wir auch nicht nehmen ohne Nee. diese Ausbildung. Nee, genau. Ja. Und perspektivisch finde ich das auch super und will das auf jeden Fall machen in der Zukunft. Aber im Moment geht das noch nicht. Also im Moment erreichen uns die Leute dann noch eher proaktiv, weil sie sich bewerben um ein Praktikum oder vielleicht als Junior bei uns anfangen möchten. Und das können sie auch gerne machen und sich vorstellen und dann gucke ich gerne mal drauf. Junior, kurz um das zu klären, es gibt bei uns in der Branche allgemein, spricht man oft von Junior und Senior. Ja. Junior sind eher die Anfänger. Anfänger hat sich auch wieder so sehr weit an, also die einfach noch nicht so viel Erfahrung haben. Senior sind dann die alten Hasen, wie man so schön sagt. Berufseinsteiger sind die Juniors, genau. Praktikum ist eine Option. Wenn ihr FotografInnen, postliebende, kreative Menschen seid und gerne in Photoshop sitzt, dann... Den Fall hatten wir tatsächlich, dass eine Fotografin, ausgebildete Fotografin, irgendwie gemeint hat, sie hat viel mehr Spaß an der Nachbearbeitung und würde lieber das machen. Ja. Und dann durch ein Praktikum wirklich in die Branche reingerutscht ist und jetzt schon, ich glaube, seit 2 Jahren erfolgreich mitarbeitet. Voll gut. Ja. Voll oft andersrum, dass man die Post sehr gerne abgibt. Ja. Und sie hat es andersrum gemacht. Ist ja bei jedem, also die Leute, die jetzt zum Beispiel wirklich Post-Operator sind, die mögen den Teil der Prozesskette natürlich am liebsten. Ja. Aber du nicht. Ja, nee, ich muss sagen, das Fotografieren an sich, aber das bin ich auch vom Typ her. Also ich muss sagen, ich liebe das, dann in den Austausch zu gehen und so weiter. Aber ich verstehe auch komplett, wenn Leute sagen, nee, ich möchte nebenbei einen Podcast hören, dann Retusche machen und so weiter, hat ja auch was Meditatives irgendwie. Ja, mit dem ganzen Termindruck und Abstimmungen und auch viel natürlich. Du kannst ja am Ende, musst du die Vision des Fotografen beziehungsweise des Kunden umsetzen und weniger deine eigene. Und die Kunst ist so ein bisschen beides zu verbinden. Also es schön zu machen und deinem Anspruch gerecht zu werden, aber eben den Kundenwunsch zu erfüllen. Und da muss man auch ein sehr spezieller Typ für sein. Das musst du mitbringen und du musst das auch wollen. Ja. Aus unserer Perspektive ist es manchmal schon so, dass also ich habe das schon manchmal, jetzt nicht bei Jobs, da gebe ich es meistens ab, aber wenn ich meine eigenen freien Sachen, bearbeiten ist ja Photoshop aufmachen bei mir. Wenn ich sage Looke, dann bin ich da in Capture oder Lightroom und mache Look. Und da muss ich schon sagen, manchmal ist das für mich so wie so eine kleine Pause vom Rest. Wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Buchhaltung machen muss und dann keinen Bock mehr habe, dann, ich habe ja noch ein paar Bilder rumliegen, dann setze ich mich da jetzt mal eine Stunde dran und schiebe ein paar Regler rum und bin ein bisschen so, das meinst du, glaube ich, mit meditativ, dass man mal so eine kurze, für seine eigenen Sachen natürlich Auszeit braucht. Wenn man Abgaben hat und Stress, dann kann es auch mal nerven. Ich romantisiere das jetzt, aber du hast natürlich völlig recht, dass dann der Kunde sagt, das noch anpassen, das machen und wahrscheinlich sind dann oft auch Wünsche im Raum, wo ihr euch denkt, sag mal, das geht gar nicht. Also, was wünscht ihr euch denn hier? Geht alles bei Recom. Ja, geht alles. In jeder Post. Kostet nur Geld. Ja. In jeder Post. Ja. Gibt's noch irgendwas, was du loswerden möchtest, Antje? Vielleicht auch was du noch im Kopf hattest, nicht sagen konntest, weil Jules und ich hier so geschnattert haben.
Wenn dir nichts einfällt, ist auch völlig in Ordnung, aber Nee, mir fällt eigentlich nichts ein. Ich fand es total nett und ich war am Ende dann doch weniger aufgeregt, als ich anfänglich dachte. das ist gut. Ihr habt das schön gemacht. Man fühlt sich sehr willkommen und es ist wirklich wie ein Schnack unter Freunden. Oh, Das ist das schönes Ziel. Feedback. Ja. Dann würden wir das als Wort zum Schluss, sagt man das so? Ja, Schlusswort als Schlusswort. nehmen und bedanken uns bei dir, Genau. Antje. Vielleicht kommen auch noch Fragen, jetzt, wenn die Folge veröffentlicht wird. Vielleicht sprechen wir nochmal, wenn hier ganz viel noch zum Thema Post, KI, wer weiß was kommt, dann können wir uns natürlich auch nochmal zusammensetzen. Aber so war das schon mal ein ganz guter Ja, Einstieg. fand's auch mega. Okay, Vielen Dank. gern. Danke. Tschüss. Tschüss.